Schubladen sind faszinierend. Sie können Dinge verschwinden lassen, ohne dass irgendwas gelöst ist. Tür zu, Kopf kurz ruhig, bis du sie wieder öffnest. Und die Schublade sagt, wir müssen reden. Heute öffnen wir genau diese Tür. Und vielleicht siehst du deinen Schrank danach mit ganz anderen Augen. Denn genau das ist das Verrückte an Schränken und Schubladen. Sie sehen von außen oft ordentlich aus. Die Fläche ist frei, die Kommode wirkt ruhig. Der Besuch könnte kommen. Aber innen wartet manchmal ein kleines Museum für ungelöste Lebensfragen. Da liegt ein Kabel, von dem niemand weiß, wozu es gehört. Eine Bedienungsanleitung für ein Gerät, das vermutlich längst in Rente ist. Ein Pflaster? Ein Teelicht? Eine Batterie? Und dieser eine Gegenstand, bei dem du denkst, den kann man bestimmt noch brauchen. Und genau da beginnt das Problem. Denn viele Schränke und Schubladen sind gar keine echten Ordnungssysteme. Sie sind Zwischenlager für Dinge, für Entscheidungen, für Fehlkäufe, für Erinnerungen, für vielleicht irgendwann und für alles, wofür man gerade keine Energie hatte. Wenn du also denkst, ich bin einfach chaotisch, dann lass uns kurz stoppen. Vielleicht ist dein Schrank nicht voll, weil du undiszipliniert bist. Vielleicht ist er voll, weil er seit Jahren Aufgaben übernimmt, für die er nie gebaut wurde. Er soll lagern, er soll verstecken, er soll beruhigen, er soll erinnern. Und manchmal soll er Entscheidungen tragen, die du selbst gerade nicht treffen kannst. Irgendwann sagt selbst die stabilste Schublade, ich bin Möbel, kein Lebensberater. Darum schauen wir heute nach dem Senti-Vita-Prinzip drauf. Stopp, Sort, Step, erst Druck raus. Dann verstehen, warum es immer wieder passiert. Und dann ein kleiner Schritt, der im echten Alltag funktioniert. Nicht perfekt, aber tragfähig. Stopp. Druck rausnehmen. Stopp heißt heute, bevor du dich selbst beschimpfst, halte kurz an. Ein voller Schrank ist kein Beweis dafür, dass du faul bist, nicht organisiert genug, nicht konsequent genug. Oder ein hoffnungsloser Fall mit Schubladenanschluss. Ein voller Schrank ist erstmal ein Hinweis, und der lautet oft, da wurden zu viele Entscheidungen geparkt. Denn jeder Gegenstand in einer überfüllten Schublade steht für eine kleine Frage. Brauche ich das noch? Gehört das hierher? Kann das weg? Würde ich das nochmal kaufen? Warum habe ich überhaupt 3 davon? Und wenn dein Kopf sowieso schon voll ist die schnellste Lösung oft, kurz weg damit, später klären. Das ist menschlich. Im Alltag haben wir genug zu entscheiden. Was essen wir? Wann muss die Wäsche raus? Wo ist die Sportsache? Und warum fragt jemand um 21:37 Uhr, ob morgen ein weißes T-Shirt für die Schule gebraucht wird? Wenn dann noch ein Kabel, ein Kassenzettel oder ein einzelner Schlüssel auftaucht, hat dein Gehirn keine Lust auf eine philosophische Grundsatzentscheidung. Also landet das Ding in der nächsten Schublade. Und für den Moment funktioniert das. Die Fläche ist frei. Du fühlst dich kurz entlastet. Das Problem ist nur, die Entscheidung ist nicht weg. Sie wurde nur aus deinem Sichtfeld geschoben. Erste wichtige Erkenntnis, du hast nicht versagt. Dein System ist überlastet. Und mit einem überlasteten System geht man anders um als mit einem angeblich schlechten Charakter. Man schreit den Drucker ja auch nicht an, weil er Papierstau hat. Na gut, manchmal schon. Aber am Ende hilft nicht mehr Druck, sondern Nachsehen, wo es klemmt. Sort. Warum wird es wirklich immer wieder voll? Wir sortieren nicht sofort die Schublade. Wir sortieren erst die Gründe. Grund 1. Dein Zuhause hat einen Eingang, aber keinen Ausgang. Dinge kommen ständig rein. Einkäufe, Pakete, Mitbringsel. Ach, das nehme ich mal mit, Dinge. Aber wann gehen Dinge wieder raus? Dafür gibt es oft keine klare Regel. Also bleibt fast alles. Dann wird der Schrank zur Einbahnstraße. Und irgendwann ist nicht dein Schrank zu klein. Es fehlt nur ein Ausgang. Grund 2. Kann man noch brauchen, ist keine Kategorie. Alte Kabel, Schrauben, Gläser, Ersatzteile von Möbeln, die wahrscheinlich gar nicht mehr bei dir wohnen. Bei jedem Teil denkt man, kann man noch brauchen? Ja, theoretisch. Theoretisch könnte ich auch noch jonglieren lernen. Trotzdem muss ich nicht vorsorglich 5 Keulen im Flur lagern. Kann man noch brauchen, ist keine echte Entscheidung. Es ist eine Vermutung. Und Vermutungen brauchen Grenzen. Eine hilfreichere Frage: Wüsste ich überhaupt, dass ich es habe, wenn ich es brauchen würde? Denn Dinge, die du nicht findest, helfen dir im Ernstfall auch nicht.
Sie wohnen nur mietfrei in deinem Schrank. Grund 3. Manche Dinge hängen an Gefühlen. Nicht alles in Schränken ist Krempel. Manches ist Erinnerung. Eine alte Jacke, ein Geschenk, Hobbysachen von einem Ich, das du gern wärst, Kleidung in einer Größe, die vielleicht irgendwann wieder passt. Oder Dinge, die teuer waren und deshalb nicht gehen dürfen. Forscher haben beobachtet, Dinge fühlen sich für uns oft wertvoller an, sobald sie uns gehören. Deshalb fühlt sich Loslassen oft nicht nach Aufräumen an, sondern nach Verlust. Oder nach dem leisen Satz, dann war das wohl umsonst. Hilfreicher ist die Frage, welche Aufgabe erfüllt dieses Ding gerade für mich? Erinnert es mich? Gibt es mir Sicherheit? Oder liegt es nur da, weil ich die Entscheidung nicht treffen möchte? Grund 4. Aufräumen ist nicht dasselbe wie reduzieren. Riesiger Denkfehler. Da wandert etwas von der Arbeitsfläche in die Schublade, von der Schublade in die Box, vom Schrank in den Keller und irgendwann hat man nicht weniger Chaos. Nur besser verpacktes Chaos. Aufräumen heißt, ich bringe Dinge an einen Platz. Reduzieren heißt, ich entscheide, was überhaupt noch Platz bekommen soll. Wenn die Menge zu groß ist, reicht Aufräumen nicht. Dann verwaltest du nur immer wieder denselben Berg, mit wechselnder Aussicht. Grund 5. Was hinter Türen verschwindet, verschwindet auch aus dem Kopf. Kleiner Einschub. Ich kenne dieses Muster selbst sehr gut. Ohne daraus jetzt eine Diagnose zu machen. Was ich nicht sehe, verschwindet bei mir schnell aus dem Alltag. Dann kaufst du Klebestreifen neu, obwohl du 2 Rollen hast. Du suchst das Ladekabel, obwohl du 5 besitzt, nur leider in 5 verschiedenen Zeitzonen. Darum sind hübsche geschlossene Boxen nicht automatisch besser. Manchmal sehen sie von außen ruhig aus, aber innen findet eine kleine Konferenz der Überforderung statt. Ein gutes System ist nicht das, was am schönsten aussieht. Ein gutes System ist das, was du an einem müden Tag noch benutzen kannst. Step, was hilft wirklich? Step heißt, mach es kleiner, als dein Kopf es gerade plant. Nicht, ich sortiere heute alle Schränke. Nicht, ich werde jetzt ein komplett neuer Mensch mit Etikettiergerät und innerem Frieden. Sondern eine Schublade. 10 Dinge. 5 Minuten. Das ist der 10-Dinge-Blick. Such dir eine Schublade aus. Nicht den schlimmsten Schrank deines Lebens, nicht den Keller, nicht diese eine Kammer, die beim Öffnen Geräusche macht. Nur eine Schublade. Dann nimmst du 10 Dinge in die Hand. Bei jedem fragst du, benutze ich das wirklich? Weiß ich, wo es hingehört? Würde ich es heute nochmal in mein Leben holen? 3 Wege. Erstens, es bleibt. Dann bekommt es einen sichtbaren, erreichbaren Platz. Zweitens, es wandert. Aber nicht irgendwo hin, sondern dahin, wo du es wirklich benutzt. Die Schere zum Paketplatz. Die Batterien zu den Geräten. Drittens, es darf gehen. Nicht als Strafe, sondern weil dein Zuhause kein Wartezimmer für Dinge sein muss, die nie wieder aufgerufen werden. Wenn du unsicher bist, mach eine Unsicherkiste. Aber mit Datum. Nicht als ewiges Zwischenreich, sondern als Testphase. Wenn du es in ein paar Monaten nicht gesucht und nicht vermisst hast, weißt du mehr. 2. Schritt. Die 3/4-Regel. Fülle Schränke und Schubladen nicht bis zum Anschlag. Lass ungefähr ein Viertel Luft. Diese Luft ist nicht verschwendet. Sie ist der Platz, den dein Alltag braucht. Für Bewegung, für Zurücklegen, für schlechte Tage. Ein zu 100% gefüllter Schrank ist eigentlich schon überfüllt, weil er keinen Alltag mehr aufnehmen kann. Wenn du jedes Mal drücken, quetschen und hoffen musst, sagt dein Gehirn irgendwann, weißt du was? Ich lege es einfach oben drauf. Und zack, das System kippt wieder. 3. Schritt. Wenn etwas Neues reinkommt, prüfe etwas Altes. Nicht streng, nicht dogmatisch, aber als freundliche Erinnerung. Neue Tasse? Vielleicht darf eine alte gehen. Neue Box? Dann frag dich vorher, schafft sie wirklich Ordnung? Oder gibt sie nur alten Unklarheiten eine hübschere Wohnung? Denn mehr Stauraum löst nicht automatisch mehr Ordnung. Manchmal bekommt das Chaos dadurch nur mehr Quadratmeter. Kurzer Zusatzgedanke. Eine spannende Sache noch, der Diderot-Effekt. Der französische Philosoph Denis Diderot bekam im 18. Jahrhundert einen schönen neuen Morgenmantel geschenkt. Und plötzlich passte der alte Stuhl nicht mehr dazu. Der Tisch nicht, der Teppich nicht. Ein neuer Gegenstand zog viele weitere nach sich. Das passiert heute ständig. Neue Küche, neue Töpfe, neuer Schreibtisch, neue Ablagen,
neue Box, passende Boxen. Und plötzlich ist der Schrank wieder voller als vorher. Darum lohnt sich vor jedem Kauf die Frage, brauche ich dieses Ding wirklich? Oder zieht es gerade heimlich eine ganze Familie von Folgekäufen mit ein? Fazit. Wenn du dieses Video heute mit nur einem Gedanken verlässt, dann mit diesem. Ein voller Schrank ist oft kein Disziplinproblem. Er ist ein Systemhinweis. Vielleicht fehlt ein Ausgang. Vielleicht liegen dort zu viele „Kann man noch brauchen“ Dinge. Vielleicht hängen Gefühle daran. Oder es lagern dort Entscheidungen, für die dein Kopf gerade keine Kraft hatte. Und das ist kein Grund, dich fertig zu machen. Es ist ein Grund, freundlicher hinzuschauen. Dein Zuhause muss kein Archiv für alle Möglichkeiten sein. Es darf ein Ort sein, der dich unterstützt. Du darfst Dinge besitzen. Du darfst auch eine Krimskrams-Schublade haben. Aber deine Schubladen sollten nicht heimlich deinen Alltag verwalten. Sie sollten ihm dienen. Und dafür reicht manchmal ein kleiner Anfang. Eine Schublade, 10 Dinge, 5 Minuten. Nicht perfekt, aber tragfähig. Und jetzt interessiert mich: Welche Schublade ist bei dir der heimliche Endgegner? Die Kabelschublade? Die Papierschublade? Oder diese eine Schublade, die du nur öffnest, wenn niemand im Raum ist? Schreib's mir gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal bei Sentivita.